Seite auswählen. Nur in der Mitte darf man stehen. Das Stahlseil wichtig, das natürlich gleich von unserer Haspel gespannt wird, und da hängt dann doch, naja, ein Hund drauf mit einer Masse von ein paar 100 Kilogramm, und natürlich haben wir eine schiefe Ebene, das heißt, wir haben eine geringere Kraft, als wenn wir diese Masse senkrecht hochheben müssten. Man spart sich diese Kraft, aber man braucht natürlich einen längeren Weg. Aber insgesamt ist das einer der simpelsten Kraftwandler neben dem Hebel, den es überhaupt gibt. Und so wurde dieses System schon vor mehreren Jahrhunderten eingesetzt. Hier mit Druckluft und nicht mit tierischer Muskelkraft. Achtung, es wird laut. Bergab. Die Haspel ist abgebremst, wichtig, sonst würde der entgleisen. Es gab Gefälle bis zu 100% bei diesem Bremswerk. Lärm. So, jetzt ist das Seil wieder entspannt und sicher. Hier neben dem Bremsberg befindet sich eine Holztafel mit lauter Löchern in Spalten und Zeilen geordnet. Mit kleinen Holzstöckchen wurde hier mitgezählt von Seiten der Besitzer des Bergwerks, den sogenannten Gewerken. Das konnte sein der Besitzer des Stahlwerkes in Wittkowitz, die haben die Kohle eben für die Hochöfen gebraucht. Das war die Gesellschaft der Ferdinand-Nord-Bahn, die ja extra gebaut wurde, von Wien über Brno bis hinauf nach Mährisch-Schlesien und Galizien, um das Erdöl aus Galizien und die Steinkohle aus dieser Region zu fördern, nach Wien zu bringen und letztendlich nach ganz Europa zu verteilen. Oder es waren halt andere Firmen und Investoren. Und die haben den Bergleuten die Kohle quasi abgekauft. Voller Hund wurde geliefert, man sah sich die Qualität der Kohle an, wie viel Taubesgestein ist dabei, wie viel hochwertiger Anthrazit ist dabei, und wenn man ihn akzeptiert hat, haben die Bergleute hier eben ein Gedinge bekommen. Am Ende des Tages wurde dann abgerechnet, wie viel Gedinge sie erreicht hatten, das wurde ausmultipliziert, der Lohn wurde ausbezahlt. Nicht mehr, nicht weniger, es gab keinen Sockellohn, sondern nur das, was wirklich gefördert wurde, und das war natürlich auch von der Tagesform abhängig und von Glück und Pech. Und dementsprechend haben die Bergleute natürlich aufeinander besonders gut Rücksicht nehmen müssen, denn jeder kann krank werden, jeder kann sich verletzen, und man hatte aus dem Mittelalter bereits im Bergbau das System der Bruderladen, also quasi der ersten Versicherungen, der ersten Kranken- und auch Ablebensversicherungen der Geschichte, und hat sich dann auch entsprechend dafür eingesetzt, dass diese Bruderladen ein modernes Gesicht bekommen, weil sie wurden teilweise auch verwendet, um die Bergleute zu erpressen. Das größte Problem war, sie zahlen in die Bruderlade, sagen wir, 20 Arbeitsjahre ein, und dann werden sie im Revier entlassen, weil der Kohlenpreis absinkt. Und dann haben sie ihren Pensionsanspruch verloren. Das kann natürlich heute nicht mehr passieren, haha, genauso wie damals, und so haben die Bergleute versucht natürlich, dass sie die Kontrolle über die Bruderladen haben und nicht wie im Mittelalter der Fürst, beziehungsweise heute dann das Bergamt der Region. Weil dieses Bergamt hat keine unabhängige Position eingenommen, wie man sich denken kann, sondern war natürlich auf Seiten der Gewerken. Sehr schön ist relativ, ne? Ich finde es schön. Anthrazit oder Glanzsteinkohle, wie sie auch genannt wird, das ist die beste Qualität, also geringer Schwefelanteil, das was man halt so fürs Verkochen braucht, extrem hoher Kohlenstoffanteil, also da haben sie jetzt 99% amorphen Kohlenstoff. Ideal, wenn man eben gerade einen Hochofen zu betreiben hat. Die kommt aus Polen, aus Schlesien, und so ähnlich auch, ca. 310, 320 Millionen Jahre alt, ist
der älteste Teil der Lagerstätte von Ostrau. Die Kohle hat allerdings einen gewaltigen Nachteil, sie staubt. Und das zeige ich jetzt hier mit 2, 3 Stück, die ich reinlege. Und wenn ich dann schüttel und rüttel, dann bringt uns die Schüttelrutsche zwar die Kohle in den Hund, aber der Staub kann so gewaltig sein, dass man nichts mehr sieht. Hier zum Glück nicht. Aber man sieht auf jeden Fall die Staubentwicklung. Und dieser Staub muss aus der Luft gewaschen werden, ehe er mittel- oder auch kurzfristig zu einer Katastrophe führt, durch Explosion oder durch schwere Schäden der Atemwege. Schwarzspucken, mit dem beginnt, das ist, wenn die Bergleute dauernd husten und abhusten müssen, und es endet mit der gefürchteten Silikose der Staublunge, die sich meist nach mehreren Jahren entwickelt, die es nicht nur im Bergbau gibt. Und diese Silikose verhindert man, und auch die Gefahr der Explosion, indem man diese Staubwolke abkühlt und einen Teil auch der Feinstaubfraktion herauswäscht. Und das geht simpel mit Wasser. Also mit dieser Kohlendusche besprengt man den gesamten Bereich. Man hat genug Wasser, das Grubenwasser ist eh überall, und dieses Wasser dient in dem Fall dazu, die trockene Kohle zu benetzen. Ein weiterer wichtiger Vorteil: trockene Kohle kann sich relativ leicht entzünden. Deshalb, wenn man irgendwo einen trockenen Kohleausbiss hat, ist das Beste, der wird regelmäßig feucht gehalten, damit zum Beispiel nicht durch einen Blitzschlag oder ähnliches ein Kohleflötzbrand entsteht. Der ist nämlich dann nicht mehr zu löschen und dauert so lang, wie die Kohle da ist. Und das können Jahrzehnte sein im schlimmsten Fall. Einfach nur Pennsylvania mal schauen, da werden Sie ein paar Orte finden, die müssen Sie großräumig umfahren, weil dort die Kohlenflöze brennen und die Straßen aufsprengen aufgrund dieser gewaltigen Hitze wie in einem Vulkan, die dort entsteht. Und diese Orte sind alle evakuiert natürlich. Also das ist ja auch ein riesengroßes Problem natürlich aufgrund der CO2-Emissionen. Das ist der alte Mann. Kein Mensch natürlich. Der Begriff bezieht sich darauf, dass dieser alte Bereich, ein Streckenabschnitt, ein Stollen, eine Schachtanlage, was auch immer, nicht mehr in Verwendung steht. In diesem Sinne ist er alt und man lässt ihn gefälligst in Ruhe. Weil ansonsten droht der Tod. Denn im alten Mann, und das haben wir versucht darzustellen mit den eingestürzten Zimmerungen und der bereits begonnenen Verfüllung, kann es jederzeit zum Verbruch kommen. Also der alte Mann ist der ungesicherte Bereich des Bergbaus, der nicht mehr aktiv in Verwendung steht. Konnte man natürlich auch. Achtung. So, das ist ein kleiner Druckluftstoßbohrer hier. Also klein, er ist schon ganz schön groß. Bei der Sprengung war es ähnlich. Zuerst Löcher gebohrt, dann gesprengt, dann abgerenkt, also weggeräumt und dann neu aufgebaut und gebohrt. Das sehen wir da drüben. Also nur das Bohren, nicht die Sprengung sehen wir nicht. Die Menge darf ich nicht, ich habe nachgefragt. Ist ja alles ein altes Haus und denkmalgeschützt und so. Und da dürfen wir keine tragenden Mauern durchbohren. Ging aber, kein Witz, also mit den 2,5 Bar Luftdruck, die man in der Leitung hat. Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Natürlich das alles auch wiederum viel schmutziger und akut auch gefährlich, weil hier in dem Bereich, wo auch gearbeitet werden muss, natürlich noch keine Zimmerung verbaut wurde. Das heißt, diese Bahn ist noch vollkommen verbruchunsicher. Während des Weltkriegs war die erste offizielle Besucheröffnung. Da war das schon unglaublich. Weil der extrem Aufwand ist. Die haben ein paar Jahre lang damit gearbeitet, das alles so hinzustellen, und in den 90er Jahren haben wir das Ganze immer erweitert und nur einmal neu positioniert. Da war es 7 Jahre zu für die Renovierung. Das ist Quadratmeter, muss man jetzt quasi empfangen. Die müssen nachschauen. Es steht sicher irgendwo, weil bei Flächen bin ich ganz schlecht, ich kann das nicht schätzen. Und das hat sicher nicht weitergegangen als bis zum Windkraftwerk.
maximal, je weniger, und doch ist es die Rechnung geworden.